Hey Leute, was geht ab? Neben mir sitzt mein Mann DJ Doppel-K. Und hier ist Mr. C-Rim. Ihr wisst Bescheid, zusammen sind wir das Spin That Tag Team. Viele von euch werden es schon kennen. Und wir haben heute was ganz Besonderes für euch. Und zwar stellen wir euch den Pioneer PLX 1000 vor. Das ist der neue High-Torch, direkt getriebene Turntable von Pioneer. Und er soll meiner Meinung nach so den Technics 1210er ablösen, 1210er oder 1200er. Und genau, wir schauen uns das Ding mal an. Schauen wir uns an, ist heute frisch eingetroffen. Einer der ersten in Deutschland, die erste Branche, die Pioneer, ja ich glaube August ausgeliefert hat oder ausliefern wollte. War leider defekt. Ihr wisst ja vielleicht, made in China. Da haben die leider ein Kabel falsch hingelötet, deswegen ging die erste nicht. Diese Kabel denn? Deswegen ging die erste nicht. Fucking racist. Deswegen ging die erste nicht, beziehungsweise ja, ging gar nicht an oder haben nicht richtig funktioniert. Ja. Problem ist behoben und wie sie laufen, das zeigen wir euch. Ich habe hier einen direkt angetriebenen Turntable mit 4,5 Kilo Antriebskraft. Im Datenblatt ist es angegeben, dass es auch höher sein kann, weiß nicht, was das heißen soll. Ist eigentlich das gleiche wie beim Technics. Genau, ihr habt hier den Voltage Selector, wie es da steht. Ja. Die Spannungseinstellung, was relativ uninteressant ist, weil wir alle mit 240 Volt arbeiten. Weiter geht es hier mit der Tempo Range Einstellung vom Pitch. Da könnt ihr zwischen 8 und 50% wechseln. Fühlt sich alles wunderbar an, wie alle Schalter am PLX. Ist sehr gut die Haptik, ja. Der Tonarm, muss ich sagen, fühlt sich wunderbar an. Also der wackelt nichts, die ganze Verarbeitung ist top. Was einige auch bemängelt haben, ist eben, dass es keinen zweiten Start-Stop-Schalter gibt hier. Hier ist Platz für den 7-Inch-Adapter, wie beim Technics eben auch. Finde ich absolut nicht schade, weil hier eben die Dicer reinkommen. Deswegen kann ich das Argument absolut nicht nachvollziehen. Auf der rechten Seite gehört der Start-Stop-Schalter hin und da ist er auch. Weiter ist der Power-Knopf geschützt eben, dass man nicht beim hektischen Umeinanderfuchteln mit den Platten auszusehen off macht, ja, ausschaltet, was eben zum Technics auch verbessert wurde. Ihr habt hier noch den Switch, den Standard-Switch zwischen 33 und 45 RPM. Alles insgesamt super verarbeitet, die Haptik ist legendär, würde ich fast sagen. Ich bin mal gespannt, ob das Ding auch 10 Jahre hält oder 15 oder 25. Aber es fühlt sich auf jeden Fall nach 20 Jahren an. Ja, jetzt haben wir es endlich aufgebaut, das Set. Ihr seht schon hier, wir haben zwei Pioneer PLX 1000 aufgebaut, zusammen mit meinem Set. Dazu ein Vestex PMC 05 Pro 4 Mixer. Pioneer SP1, natürlich Innovation Dicer dürfen auch nicht fehlen. Ich nutze Serato DJ mit der SL3 Box und ja, MacBook Pro halt dazu noch. Genau. Als erstes, was natürlich die meisten interessiert hat und was auch schon viele in diversen Foren bemängelt haben, war die Gleitlauf. Ja, Latenz oder Schwierigkeiten besser gesagt. Ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an, was Serato DJ sagt, wie stark das Ganze schwankt. Ihr seht hier, dass das Teil jetzt praktisch bei 100 sich eingependelt hat. Der Track hat standardmäßig 100 BPM und schwankt jetzt um 0,0, also 0,1 BPM, ja, rauf runter, minimal. Also es erinnert mich sehr an den Technics halt, der war auch gleiche Liga, ja. Ja, also da fehlt sich echt nicht viel. Genau, da nehmen sich die beiden nichts. Ja, C-Rim, dein Fazit, was sagst du? Ich muss sagen, der PLX, geil. Also hat mich total überrascht. Der Technics war natürlich jetzt lange Zeit Club-Standard, ja, überall zu finden. Der PLX kann ihn auf jeden Fall ablösen. Ich bin völlig begeistert von dem Ding. Haptik und wie es sich anfühlt, einfach wie gewohnt, ich fühle mich zu Hause. Muss ich sagen. Wird sich natürlich zeigen, ob das Ding auch jetzt 10, 15 Jahre, das ist natürlich schon eine Nummer, die er vorgelegt hat. Ja. Aber ich denke, da sieht es sehr rosig aus. Also das
schafft er. Ja. Schafft er, ne? Ja, das schafft er. Ja, ich bin auch die 1210 natürlich gewohnt, das ist einfach der Clubstandard und war auch daheim lange mein Standard. Ich muss jetzt sagen, jetzt sind die PLX mein neuer Standard. Die Erfahrung wird es zeigen. Erster Eindruck heute, ich bin geflasht und ich will mich auch gleich weiter flashen, weil die sind echt geil einfach. Zu sehen kriegen, Die taugen sich einfach. Ja, Verarbeitung ist top, es fühlt sich wirklich gut an. Und man hat es gesehen bei den Mixern, man hat es gesehen bei den CDJ. Pioneer ist einfach der Clubstandard und ich denke, dass es früher oder später auch im Turntable-Bereich einfach, wenn sie sich beweisen und einfach aufgrund der Haltbarkeit beweisen. Ja, aber so wie sie dastehen, sind sie wirklich super. Und ich muss sagen, ich habe im Vergleich zu anderen Turntables ja wirklich schon viel gespielt. Aber sei es Newmark, Reloop etc. wirklich gute Player auch und auch hochpreisige Player auch im 500, 600 Euro Bereich. Da muss ich sagen, hier mit 6,99 bist du wirklich super dabei. Und ich persönlich habe keine Eingewöhnungsphase gebraucht oder sonst was. Das ist halt ein Argument, sage ich mal, wenn man sagt, die Technik ist bekannt und die Leute kennen ihn und gibt es ein Erdungsproblem und das muss halt behoben werden, oder der Kabel mal angelegt oder sonst was. Das heißt, die Leute kennen sich noch nicht aus mit dem PLX, der ist jetzt gerade neu auf dem Markt, ja. Und die Leute sind skeptisch, muss man so sagen, ja. Es ist was Neues, da schrecken sie erst einmal ein bisschen zurück, ja. Aber das Ding hat gute Chancen und seid offen für Veränderungen, kann ich nur sagen. Ja, ist so. Das wird einen neuen Standard setzen, auch der Pitch-Bereich ist einfach. Serato hat es ja jetzt vorgemacht, Pitch in Time, da geht jetzt einfach mehr und die Turntable müssen nachziehen, ja. Es ist einfach ein Problem, wenn du jetzt irgendwie, es kommt selten vor, dass du jetzt mal irgendwie 30% pitchen tust, ja. Aber die Möglichkeiten hast du jetzt mit dem Gerät. Da geht es ja, Möglichkeiten zu schaffen. Ich denke, das war's von uns jetzt, oder hast du noch was? Nee, soweit alles gut. Genau. Viel Spaß damit. Ich hoffe, wir haben euch einen kleinen Eindruck damit verschaffen können. Ja. Und wie gesagt, wir sind jetzt selber einfach wirklich voll davon überzeugt. Wir werden jetzt auch noch ein bisschen Gas geben da drin. Wir flashen uns noch. Alles klar. Ciao.